Die Diplomarbeit von dem Herrn Fleig hat Herr Dr. Riedlinger betreut. Ja, ich darf alle auch hier begrüßen, insbesondere Herrn Schatan von Tour Europa, der auch als Sponsor dieser Arbeit auftritt. Wir hatten ja vor geraumer oder weniger Zeit darüber heftig diskutiert und die Arbeit ist jetzt weiter fortgeschritten. Ich muss aber dazu ergänzen, dass dass der Vortrag noch nicht ganz am Ende der Arbeit steht. Der Herr Fleig hat noch etliche Zeit, wir haben den Vortragstermin aber aus beruflichen bzw. Urlaubsgründen vorgezogen, damit wir alle teilnehmen können, die da maßgeblich daran beteiligt sind. Nach wie vor ist das Problem, ein kleines, kompaktes Mikrofon zu bauen oder die Aufgabenstellung und wie das nun weiterentwickelt wird, berichtet uns der Herr Fleig. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Ich starte gleich mal mit der ersten Folie. Hier möchte ich Ihnen jetzt die Situation bei der Aufnahme und bei der Wiedergabe gegenüberstellen. Hier befinden wir uns in einem natürlichen Raum mit den natürlichen Schallquellen. Hierbei wird der Hörer von Direktschall der natürlichen Schallquellen und von den durch die Raumeigenschaften bedingten Diffusschall umgeben. Bei der Wiedergabesituation befindet sich jetzt der Hörer in einem realen Abhörer, im Wohnzimmer zum Beispiel. Hierbei soll ihm jetzt das gleiche akustische Hörereignis wie hier in dem natürlichen Raum dargeboten werden, wie hier angedeutet. Erreicht werden soll dies durch eine 5.1 Wiedergabeanlage, die aus 5 Lautsprechern besteht und einem Tieftöner. Die 2 Lautsprecher sind hier aus der Stereotechnik bekannt, linker und rechter Kanal, hier zusätzlich im Frontbereich verstärkt durch einen Centerkanal und durch 2 Surround-Kanäle mit Surround links und Surround rechts bezeichnet, die hauptsächlich für den Raumklang bzw. für den Diffusschall verantwortlich sind. Ja, das Problem ist jetzt, wie wird an dieser Stelle hier aufgezeichnet, was für eine Mikrofontechnik, was für ein Aufnahmeverfahren wird hier eingesetzt, um jetzt die natürliche Abbildung hier von dem natürlichen Raum in den sogenannten virtuellen Raum zu gewährleisten. Hierbei müssen auch jetzt unter 3 Schallquellen unterschieden werden. Es gibt die natürliche Schallquellen, wie jetzt hier zum Beispiel keine Vivaldi, sondern eine Stradivari-Geige. Und es gibt die reale Ersatzschallquellen, jetzt hier Lautsprecher genannt, die jetzt unsere natürliche Schallquellen ersetzen. Die sind ja nicht mehr vorhanden. Des Weiteren entstehen hier im Kopf des Hörers noch weitere Schallquellen, die sogenannten Phantomschallquellen. Die setzen sich jetzt aus den einzelnen Signalen der Lautsprecher zusammen und das im Gehirn des Hörers wird jetzt aus Signalen, die jetzt teilweise oder ganz kohärent sind, das heißt gleiche Signalanteile enthalten, wird jetzt ein Hörereignisort generiert im Kopf des Hörers. Und die wird jetzt hier also sozusagen hier oben abgebildet, wenn die Abbildung hier 1:1 passiert. So, jetzt kommen wir zum Problem, ja, was für ein Mikrofon wird hier verwendet, soll hier verwendet werden. Und hier habe ich jetzt mal so einige Beispiele, wie sie im Moment verwendet werden. Es gibt hier noch keine Norm und die Mikrofontechniken hier sind noch nicht so Standard wie jetzt bei der Stereotechnik. Da gibt es jetzt im Prinzip ja zwei unterschiedliche Arten, wie das passiert. Also bei der einen Technik, habe ich jetzt mal links so 2 Beispiele gezeigt, wird jetzt jedem Lautsprecher ein Mikrofon zugeordnet. Das heißt, das Signal wird direkt unmatriziert auf den jeweiligen Lautsprecher gegeben. Die anderen Verfahren benutzen hier jetzt bis zu 9 Mikrofone, deren Signale jetzt matriziert werden, um so auch das 5.1-Signal zu bekommen. Die hier gezeigten Mikrofonanordnungen sind aber in ihrer räumlichen Ausdehnung für den mobilen Einsatz zu sperrig, zu groß. Also man kann sie nicht einfach mal kurz in die Hosentasche stecken und losspazieren und Aufnahmen machen. Was wir wollen, ist jetzt ein kleines Mikrofon, das soll kompakt und klein sein, also für den mobilen Einsatz tauglich. Des Weiteren sind die hier gezeigten Mikrofone auch für den
privaten Anwender, also für den Home-User sozusagen, in der Handhabung zu komplex. Des Weiteren sind auch natürlich die Kosten hier, die hier auf den privaten Anwender kommen, zu hoch. Also die hier gezeigten Modelle übersteigen die Möglichkeiten des privaten Anwenders hinsichtlich der Kosten und in der Handhabung. Was wir wollen, ist jetzt dem Home oder dem privaten Anwender ein Werkzeug in die Hände geben, mit dem er seine eigenen Surround-Aufnahmen machen kann, ohne groß jetzt Hintergrundwissen zu haben. Der Lösungsansatz war jetzt hier die Idee, so ein Mikrofon aus 4 Mikrofonkapseln aufzubauen, mit je 90 Grad Versatzwinkel. Vorteil dieser Konstruktion ist es, dass ich aus den gegenüberliegenden Nieren hier jede Basischarakteristik, die bekannt ist, zu erzeugen. Das heißt, durch Summation durch Summation der gegenüberliegenden Nieren erhalte ich eine Kugelcharakteristik, durch Differentiation eine Achtercharakteristik und durch Gewichtung auch alles dazwischenliegende, wie jetzt Hyperniere oder Superniere. Hier sehen Sie das verwendete Mikrofon. Es hat Nierencharakteristik, es ist 2 cm lang und hat einen Durchmesser von 1 cm. Hier ist jetzt die da aus dem Mikrofon aufgebaute Mikrofonanordnung. Es hat jetzt hier eine Ausdehnung von Mikrofon zu dem hinterwertigen Mikrofon von 5 cm. Kleiner zu machen war es nicht möglich, da es ja schon 2 cm lang ist und die Rücken zusammentreffen. Hier die 2 Mikrofone, die sozusagen haben hier jetzt einen Mikrofonabstand von 3,5 cm. Hier ist nochmal der Versatzwinkel aufgezeichnet und die Mikrofone werden jetzt im Nachhinein, also das hier nach vorne gezeigte, wird mit M1 bezeichnet, das nach links mit M2 und so weiter und auch die daraus generierten Signale werden im Laufe auch so bezeichnet. Problem ist jetzt generell bei akustischen Aufnahmen, das werde ich gleich auf der nächsten Folie erläutern, dass jetzt für gute akustische Aufnahmen braucht man eine gute Räumlichkeit, eine gute Abbildung der Räumlichkeit und auch eine gute Lokalisierbarkeit. Das heißt, dass die Schallquellen, wie sie bei der Aufnahme die Richtung hatten, auch später auch wieder in der Richtung lokalisiert werden. Das Problem hierbei ist, dass sich Räumlichkeit und Lokalisierbarkeit gegensinnig verhalten. Das heißt, erhöhe ich den einen Wert, wird der andere herabgesetzt und umgekehrt. Gute Räumlichkeit erziele ich durch Laufzeitdifferenzen der Mikrofonsignale, das heißt durch ihren Mikrofonabstand zueinander. Gute Lokalisierbarkeit hingegen erhalte ich durch die Pegeldifferenzen der Mikrofonsignale, also durch ihre Richtcharakteristik. Für diese 2 grundsätzliche Aufnahmeverfahren gibt es aus der Stereotechnik das sogenannte, für die gute Räumlichkeit ist, das sogenannte Laufzeitstereophonie. Dabei werden 2 Mikrofone benutzt, die etwa 40 bis 80 cm voneinander Abstand haben und die haben Kugelcharakteristik. Das heißt, ich wähle hier nur Laufzeitdifferenzen aus und keine Pegeldifferenzen. Wenn jetzt aus einer bestimmten Richtung eine Schallwelle steht, dann trifft es auf das eine Mikrofon zuerst und mit gleichem Pegel auf das andere, aber mit unterschiedlicher Laufzeit. Das bringt mir später bei der Wiedergabe eine gute Räumlichkeit. Das andere stereophone Aufnahmeverfahren für die gute Lokalisierbarkeit nennt sich Intensitätsstereophonie, arbeitet auch mit 2 Mikrofonen. Die haben jetzt aber den gleichen Ort. Also keine Laufzeitunterschiede der beiden Signale und die Streuung nachher im Stereobild wird durch Pegeldifferenzen erzeugt, also durch die Richtcharakteristik der Mikrofone. Was jetzt bei meinem Mikrofon für ein Problem auftritt, ich habe hier sozusagen nur eine geringe Ausdehnung, also hier nur einen Abstand von 3,5 cm. Das ergibt mir eine maximale Laufzeitdifferenz zwischen einer Stereo-Basisbreite von 0,1 Millisekunde. Bei guten räumlichen Aufnahmen sind aber etwa 1 bis 2 Millisekunden Laufzeitdifferenzen entscheidend für die gute räumliche Abbildung. Das heißt, bei meinem Mikrofon entstehen fast keine Laufzeitdifferenzen und es sind Einbußen bei der räumlichen Darstellung zu erwarten. Das Problem soll jetzt durch eine geeignete Matrizierung der 4 Mikrofonsignale auf das 5.1-Format minimiert werden oder verhindert werden.
Ja, bevor wir jetzt hier mit der Matrizierung anfangen, müssen wir erstmal Testsignale generieren, erzeugen. Es gibt ja keine für das Mikrofon hier. Also erstmal einen Datenstrom erstellen, den ich in meine Matrizierung reinschicken kann. Also geht es zum einen um Lokalisation, um jetzt hier meinen Datenstrom, also hier meine 4 Mikrofonsignale, habe ich hier als Vektor zusammengefasst, um die in meine Matrix zu schicken und zu matrizieren auf das 5.1-Format, brauche ich erstmal einen Eingangsdatenstrom. Dann habe ich mir hier jetzt für die Lokalisationszwecke im schalltoten Raum erzeugt. Das heißt, ich habe hier mein Mikrofon in die Mitte vom schalltoten Raum gestellt und jetzt hier eine reale Schallquelle, also ein Lautsprecher, unter verschiedenen Linien Phi zum Mikrofon mit Testsignalen beschallt. Aus immer in alle 30 Grad Strecken Testsignale erzeugt, jetzt mit Breitbandrauschen und Herzrauschen, auch Sprachsignale oder Instrumentalsignale. Und diese Aufnahmen sollen jetzt über die Matrix so generiert werden und über das 5.1 Format hier wieder so abgestrahlt werden, dass der Hörer später die Schallquelle, wie sie ja auch bei der Aufnahme unter dem Winkel Phi stand, auch hier unter dem Winkel wieder lokalisiert wird. Also hier erscheint dann die Phantomschallquelle der realen Ersatzschallquelle. Und der Winkel Phi und Gamma sollten jetzt nach Möglichkeit wieder gleich sein, um eine gute Abbildung zu gewährleisten. Des Weiteren wurde für die Beurteilung, für die Räumlichkeit noch weitere Aufnahmen unter Konzertbedingungen gemacht. Das werde ich aber noch im späteren erläutern. Die Matrizierung ist im Einzelnen so geschehen. Das heißt, das 5.1-Format besteht aus 5 Hauptlautsprechern und einem Tieftönersignal. Das Signal für meine Tieftöner habe ich immer so generiert, dass ich die 4 Mikrofonsignale addiert habe, über einen Tiefpass gefiltert. Das bringt mir eine Erhöhung des Hausabstandes. Also im Weiteren wird mein Signal für den Tieftöner immer so generiert, prinzipiell. Die 5 Hauptlautsprecher, die Signale für die 5 Hauptlautsprecher sind jetzt durch eine Übertragungsmatrix, hier mit A bezeichnet, mit den 4 Mikrofonsignalen verknüpft. Hier nochmal im Einzelnen aufgegliedert. Hierbei habe ich ja oben rechts nochmal hingezeichnet, hier gibt es eine schöne Links-Rechts-Symmetrie zu den Anordnungen. Das heißt, es müssen einige dieser Koeffizienten hier gleich sein. Wenn man jetzt diese Symmetriebedingungen auswerten, dann ergibt sich, dass jetzt noch 11 verschiedene Koeffizienten zu bestimmen sind. Dieses Gleichungssystem hier ist mathematisch unterbestimmt. Das heißt, es gibt hier keine eindeutige Lösung. Und im Folgenden wurden 3 Ansätze für die Matrizierung durchgeführt, die ich jetzt im Nachfolgenden erläutern werde. Der erste Ansatz, Beamforming genannt. Da war die Idee so, hier habe ich jetzt mal die 4 Mikrofonsignale hier aufgezeichnet, die Charakteristik der Mikrofone, die einzelnen Bezeichnungen, das nach vorne gerichtete mit M1, nach links und so weiter. Und die Idee war jetzt, die Mikrofonsignale mit jetzt den Koeffizienten derart zu gewichten, dass das resultierende Richtdiagramm des auf den zugehörigen Lautsprecher weist. Dass das Maximum dieser Richtcharakteristik das Maximum bei dem zugehörigen Lautsprecher hat, um so jetzt eine natürliche Abbildung zu gewährleisten. Weil man kann sich ja gleich denken, okay, wenn man jetzt aus den Richtungen hier später beschallt wird, dann kann man ja sozusagen sein Mikrofon, sein Maximum, die Keule des Mikrofons auch in diese Richtung weisen, um später vielleicht so eine natürliche Abbildung zu erhalten. Hier gezeigt, jetzt mal für den linken Kanal, hier sieht man die einzelnen Koeffizienten, wie die 4 Mikrofone gewichtet worden sind. Das Signal für den Sender wurde hier als Supernähere gebildet. Das heißt, hier habe ich nur mein 1er Mikrofon und mein 4er Mikrofon in dieser Art addiert, um jetzt diese Supernähere zu generieren. Ja, aus dieser Matrix generierte 5.1-Format wurde natürlich Hörtests durch eine Hörbeurteilung geschickt, durch verschiedene Personen. Und das Ergebnis, das sich daraus ergeben hat, war eine betonte Mittenortung und daraus eine sehr schlechte Räumlichkeit und Lokalisation. Das heißt, dieser Matrizierungsansatz wurde wieder verworfen.